Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Schloss Britz in Berlin. Es präsentiert die Wohnkultur der Gründerzeit und gern möchte ich euch heute einige spannende Anekdoten über die Besitzer des ehemaligen Rittergutes erzählen. Das prächtige Gutshaus im Berliner Bezirk Neukölln, das zu Recht als die Perle des Bezirks Neukölln bezeichnet wird, ist Teil eines Gesamtensembles, das neben dem Hauptgebäude aus einer spätbarocken Parkanlage, einem historischen Gutshof und einer mittelalterlichen Dorfkirche besteht. In dieser Gesamtheit stellt Schloss Britz ein einzigartiges Kulturdenkmal im Süden Berlins dar. Seine heutige Gestalt erhielt das Schloss um 1880 unter seinem letzten privaten Besitzer, dem Spritfabrikanten Wilhelm August Julius Frede. Er ließ die Fassade im Neorenaissance-Stil erneuern und einen Turm hinzufügen. Die restaurierten Innenräume mit originalen Möbeln aus der Gründerzeit vermitteln eindrucksvoll die gehobene Lebensqualität und das Lebensgefühl des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Epoche der Gründerzeit begann in Deutschland nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870 und der Gründung des Deutschen Reiches 1871. Die enormen Reparationen, die Frankreich zu zahlen hatte, kamen in großem Umfang dem deutschen Kapitalmarkt zugute. Die Zeit war geprägt durch zahlreiche Gründungen von Firmen und Aktiengesellschaften. Gewinner des konjunkturellen Aufschwungs war besonders das Bürgertum. Infolge des enormen wirtschaftlichen Erfolges entwickelte sich dadurch die bürgerliche Wohnkultur. Das Herrenzimmer wurde im Stil einer städtischen Wohnung der Oberschicht des Bürgertums und nach den Idealen zur Zeit der deutschen Renaissance angelegt. Es diente der Repräsentation. Der letzte Schlossherr Wilhelm August Julius Frede konnte hier in angenehmer Umgebung seinen Schrift- und Briefverkehr erledigen und mit seinen Gästen geschäftliche Besprechungen führen. Über dem Schreibtisch sieht man sein Bildnis, gemalt 1896. Aber auch für Herrenrunden wurde dieser Raum genutzt, in denen man sich die Tabakspfeife oder die Zigarre schmecken ließ und politische oder wirtschaftliche Tagesthemen diskutierte. Der Fabrikant, Großindustrielle und Bankier Wilhelm Julius Frede erstand das Gut 1865 und baute es in den 1880er Jahren so um, wie wir es heute kennen. Wilhelm Julius Frede und seine Frau Bertha gehörten einer Spritfabrikantendynastie aus Halberstadt an und sie nutzten die Spiritusbrennerei auf dem Gutshof sehr gewinnbringend. Sie erwarben ein Patent, mit dem man das gesundheitsschädliche Fuselöl aus dem Kartoffelsprit beseitigen konnte. Der dadurch trinkbar gewordene Spiritus wurde vor allem in Spanien, Frankreich und Italien bei der Weinfabrikation verwendet. Die Fredische Spritfabrikation war lange Zeit führend in Deutschland. In den Jahren 1880 bis 85 ließ Wilhelm Julius Frede das Herrenhaus, die Patronatskirche und die Wirtschaftsgebäude in großem Stil nach Plänen von Karl Busse überformen, umbauen und zum Teil neu errichten. Vor allem die Repräsentationsräume wurden im Stil der Zeit gestaltet. Auf den ersten Blick wirkt der Raum mit seiner schweren Eichenvertäfelung und der wie eine Ledertapete aussehenden Wandverkleidung etwas ernst. Er ist trotzdem aber auch sehr gemütlich.
Davon zeugen zum Beispiel der aus dem originalen Bestand stammende Kachelofen mit hervorragenden Renaissance-Motiven und die ebenfalls 1880 aufgestellte Standuhr namens Echogong, auf die es damals 50 Jahre Garantie gab und die immer noch genau und präzise läuft. Dieses 1895 eingebaute Prunkstück vermittelt den Anschein eines Kamins. Tatsächlich verbirgt die Kachelummantelung den Heizkörper einer für die damalige Zeit sehr modernen Heißluftheizung. Beheizt wurde der Kachelofen aus dem Untergeschoss heraus. Die Ummantelung des Ofens erinnert an ein Standuhrengehäuse. Anstelle eines Zifferblattes ist das Medaillon eines tanzenden Paares aus der Renaissancezeit eingesetzt worden. Die unteren Ecken des Ofens sind mit Satyrmasken geschmückt. Satyr, der griechische Gott des Weines, des Tanzes und der Lust, hat jedoch statt Hörnern Hermesflügel. Dass man nicht nur auf stilistische Formen achtete, merkt man beim Blick auf den Hängeleuchter im Erker, der nach spätmittelalterlichen Vorlagen aus Messing gegossen wurde. Hier spendet eine Wassernixe anheimelnd Licht über die Runde. An der Decke befindet sich eine Illusionsmalerei aus dem Jahr 1880 und die linke Wand zeigt noch die alte Linoleumtapete. Sie ist nicht nur dekorativ, sondern ganz praktisch gesehen auch abwaschbar. Sie trug der tabakrauchenden Gesellschaft Rechnung. Sie wurde von Frederick Walton 1877 in England entwickelt und ist mit großformatigen Blumenmustern geschmückt. Als der Großindustrielle Wilhelm Julius Frede 1895 starb, wollte er das Erbe seinen 2 Töchtern und 4 Söhnen sichern. Doch 1924 wurde das Rittergut Britz mit einer Fläche von ca. 2500 Hektar für fast 6 Millionen Reichsmark an die Stadt Berlin verkauft. Die letzte Ruhestätte der Familie Frede befindet sich in einem Gewölbe unter dem Turm der Britzer Dorfkirche. In dem sich anschließenden Damenzimmer wird Wohnqualität auf andere Weise erreicht. Der geschmackvoll ausgestattete Raum wirkt heller. Die üppige textile Ausstattung und die in Rokoko-Manier mehrfach gefalteten Draperien dämpfen das Licht. Es diente wie das Herrenzimmer repräsentativen Zwecken. Hier hielt sich die Hausherrin zum Empfang der Besucherinnen und Besucher auf. Sie gab kleine Gesellschaften und erledigte ihren Schrift- und Briefverkehr am Schreibtisch. Über dem Sekretär sieht man ein Porträt der Gattin Wilhelm Julius Fredes, Bertha Frede, als 19-jährige Braut im weißen Kleid und blauen Seidenschal. Rechts neben der Tür zeigt sie als fast 88-Jährige mit einem zur damaligen Zeit modischen Fellhäubchen. Die edlen Neorenaissance-Möbel wurden aus Obstbaumhölzern gebaut, aber so gebeizt, dass sie wie Ebenholz aussehen. Ihre dunklen Farben harmonieren mit roten Sesseln, Vorhängen und Teppichen. Ein Nähtisch mit entsprechenden Utensilien gehörte ebenfalls zur Ausstattung eines typischen Damensalons, wie die kleine Salongarnitur mit Spieltisch, um den sich der Freundeskreis versammeln konnte. Eine erneuerte Papiertapete imitiert Seidenstoffe Britzer Fabrikation und eine Ziervase aus Seiger-Porzellan der KPM Berlin und ein Londoner Zimmerspringbrunnen ziehen die Blicke auf sich.
Bemerkenswert ist der kostbare sechsarmige Lüster, der um 1880 in der venezianischen Glasmanufaktur Antonio Salviati gefertigt wurde. Wie man an den Wachsauffangschalen erkennen kann, wurde er als Kerzenkronleuchter gebaut. Da die gläsernen Arme jedoch hohl sind, konnte man ihn gut elektrifizieren. Jean Jajuan wurde 1824 der erste bürgerliche Besitzer des Rittergutes Britz. Er bewohnte das Haus mit seiner Frau ganzjährig und ließ es 1825 umbauen. Im Zuge der Industrialisierung richtete Juan 1827 auf dem Gutsgelände eine stattliche dampfbetriebene Brennerei für die Herstellung von Kartoffelschnaps, einen Agraralkohol, ein. Es handelte sich hierbei um einen hochwertigen Kartoffelsprit für die industrielle Nutzung. Heute gibt es diesen Brennstoff als Bioethanol. Juan entstammte einer angesehenen Berliner Seidenfabrikantenfamilie. Die Spritbrennerei diente als zusätzliche Einnahmequelle, die es ihm ermöglichte, umfassende Umbaumaßnahmen und Modernisierungen im Herrenhaus und auf dem Gutshof durchzuführen. Bemerkenswert ist die unmittelbare Nähe des Gutshofes und Wirtschaftsbetriebes zum Wohnbereich der Familie. Damals war dies durchaus üblich, denn rauchende Schlote symbolisierten Wohlstand und Aufbruch. Überliefert ist seine Freundschaft mit König Friedrich Wilhelm IV., der häufig Gast in Britz gewesen sein soll. 1862 verkauften die Juanschen Erben das Gut an Dr. Adolf Friedrich Riedel, der es nur 3 Jahre lang bewirtschaftete und 1865 in spekulativer Absicht für mehr als den doppelten Preis weiterveräußerte. Neuer Besitzer wurde der Großindustrielle Wilhelm Julius Frede. Diese kobaltblaue Ziervase aus dem sogenannten Seeger-Porzellan ist ein besonders wertvolles Schmuckstück. Der Glasurauftrag ist von einer speziellen Transparenz. Der Chemiker Hermann August Seeger war Direktor der Chemischen Versuchsanstalt der Königlichen Porzellanmanufaktur Berlin. Dort entwickelte er 1888 ein Weichporzellan, das mit deutlich niedrigeren Temperaturen gebrannt werden konnte als herkömmliche Porzellane. Der geräumigste und heute als Konzertsaal genutzte Raum wurde von Graf von Herzberg angebaut. Der Blick auf den Park im Osten und die Dorfkirche im Westen hat sich seit dem 18. Jahrhundert nicht sehr geändert. Herzberg hatte den als Bibliothek genutzten Raum von Christian Bernhard Rode mit Motiven aus der in Britz betriebenen Landwirtschaft ausmalen lassen. Der Theologe und Geograph Anton Friedrich Büsching beschrieb 1775 Gut Britz in einem Reisebericht. Das Innere des Hauses unterscheidet sich von vielen anderen Landhäusern durch die mit Kunst angelegten und gezierten Zimmer. Unser berühmter Historienmaler, gemeint ist Christian Bernhard Rode, habe sich in dem mit Geschmack und Kunst angelegten und gezierten Zimmer hervorgetan. Er hat in Medaillons Bilder von Ackerbau und Viehzucht, Jagd und Fischerei, Vogelzucht und Seidenbau gemalt. Diese wurden im Laufe der Geschichte leider übermalt. Dennoch ist der mit einem wertvollen Teppich und interessanten Leuchtern eingerichtete Raum heute ein repräsentativer Veranstaltungsort. Das Gemälde von Konrad Dielitz aus dem Jahr 1883 zeigt eine unbekannte Dame in aufwendiger Abendgarderobe.
Die reich mit Brillanten geschmückte Frau posiert mit einem Federfächer auf einem roten orientalischen Teppich in einem luxuriös ausgestatteten Salon. Die Darstellung spiegelt das idealisierte Frauenbild der Gründerzeit wider. Anmut, Schönheit und Sanftmut waren Werte, die nicht nur die Adligen, sondern auch die großbürgerliche Dame auszeichnen sollte. Der massive Bilderrahmen ist ein kunsthandwerkliches Meisterwerk. Er ist verziert mit geschnitztem Akanthusblattwerk, einem Blattornament aus der Antike. Der um 1880 in Deutschland hergestellte Säulenofen aus Eisenkunstguss ist ein besonderes schmuckes Werk. Im Stil der Zeit ist die Oberfläche flächendeckend mit Ornamenten versehen. Durch seine hohe Auffangsäule kann der Ofen Restwärme besonders effektiv speichern. In der mit Brennholz armen Brandenburg kamen diese holzsparenden Figurenöfen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Mode. Nun folgt auf der zum Schlosspark gelegenen Seite das Speisezimmer, in dem sich Wild, Jäger, Jagdhunde und Eichenlaub als Motive abwechseln und das deshalb auch Jagdzimmer genannt wird. Das Speisen in Gesellschaft war beim Bürgertum der Gründerzeit wie beim Adel ein repräsentativer Akt. In diesem Zimmer speiste wohl schon im 18. Jahrhundert Friedrich Wilhelm I., der seinen Staatsminister Heinrich Rüdiger von Ilgen die Ehre erwies. Von Ilgen organisierte den Transport des Bernsteinzimmers nach St. Petersburg, das das Königshaus 1716 dem Zaren Peter I. geschenkt hatte. 1719 wurde das Gut von Heinrich Rüdiger von Ilgen erworben, der als Geheimer Rat und Staatsminister mehr als 30 Jahre lang die preußische Außenpolitik leitete und der als einer der wichtigsten Berater des Königs galt. Da er dem Kurfürsten Friedrich III. Geholfen hatte, die preußische Königswürde zu erlangen, um sich 1701 selbst zum König Friedrich I. zu krönen, wurde er in den Adelsstand erhoben. In Britz übernahm der Minister ein höchst kultiviertes Anwesen. Im Gutshaus gab es bereits eine Gemäldegalerie, tapezierte und möblierte Räume, einen Garten mit Statuen sowie eine Orangerie und umfangreiche Gutsanlagen mit Weinbergen, Wiesen, Fischereien und Holzungen. Die um 1870 entstandene französisch-flandische Einrichtung mit Buffetschrank und Tischgruppe bildete mit ihren handwerklich erstaunlich perfekten Schnitzereien einen würdigen Rahmen. Die Schnitzereien präsentieren das Leben auf dem Landgut. So sieht man Motive wie Fischer, Vogelfänger, Jäger, Tierköpfe wie Fruchtkörbe. Das Gemälde von dem Historienmaler Christian Bernhard Rode wurde um 1770 von Graf Herzberg in Auftrag gegeben. Ehemals gehörte es zu einem Gemäldezyklus, der für die Räume der Wohnetage des Gutshauses bestimmt war. Viele Jahre galt das Bild als verschollen, bis es 2006 aus dem Kunsthandel erworben werden konnte. Das Bildnis eines Knaben stellt möglicherweise einen Enkel von Wilhelm Julius Wrede dar. Zeitlebens versuchte Großvater Wrede, seine Kinder und Enkel für die Reitkunst zu begeistern, mit mäßigem Erfolg. Das Knabenbildnis wurde 1882 gemalt. Der bedeutendste Gutsherr in Britz war Edward Friedrich Graf von Herzberg. Fast 30 Jahre lang diente der Jurist unter Friedrich II. Und Friedrich Wilhelm II. Als Etat- und Kriegsminister. Und er war dabei politisch erfolgreich.
1763 handelte er mit Österreich und Sachsen den Frieden von Hubertusburg aus, mit dem der Siebenjährige Krieg ein Ende fand und Preußen seinen Besitzstand halten konnte. Von Herzberg forderte frühzeitig Pressefreiheit und Völkerrecht ein. Er erarbeitete den Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen Preußen und den Vereinigten Staaten von Amerika und sprach sich 1793 gegen die polnische Teilung aus. Edward Friedrich Graf von Herzberg war Kurator der Akademie der Wissenschaften und setzte sich für die Berliner Aufklärung ein. Er galt neben Humboldt als einer der gelehrtesten Köpfe Preußens. Aus dem Rittergut Britz, das sich damals in keinem guten Zustand befand, machte von Herzberg ein Mustergut. Er griff Anregungen der rationellen Landwirtschaft auf und verhalf dem Gut zu wirtschaftlichem Erfolg. Er führte die Vierfelderwirtschaft ein, nutzte Klee als Futtermittel, förderte den Anbau der Erdkartoffel und des Tabaks. Am wichtigsten aber war die Lieferung von Milch ins nahe Berlin. Dort wurde sie maßweise verkauft. Große Bedeutung hatte die Schafzucht und der Seidenbau. Herzberg ließ mehr als 1000 Maulbeerbäume anpflanzen und soll vor allem in Britz hergestellte Kleidung getragen haben. Samt, Damast und Atlasgewebe wurden aus hier gezogener Seide gefertigt. Dass Friedrich Graf von Herzberg als fortschrittlich und sozial handelnder Mensch zwischen Gutshaus und Kirche auch die erste Dorfschule in Britz errichten ließ, verwundert nicht. Bestattet wurde der Minister in seiner Familiengruft, der Dorfkirche. Das Terrassenzimmer hat eine zentrale Bedeutung für die Raumanordnung des Schlosses. Man kann es vom Eingang durch das Vestibül direkt betreten und in Richtung Lindenallee auch wieder in den Park verlassen. Dieser Raum war für den Empfang von Gästen bestimmt, die hier mit Klavierkonzerten von Franz Liszt und Felix Mendelssohn Bartholdy unterhalten wurden. Es war die Zeit der großbürgerlichen Salons, in denen das Bürgertum seine Gesellschaftsfähigkeit pflegte. Von dem herrschaftlichen Rahmen zeugen noch die erhaltene Innenausstattung mit Deckenstuckaturen und Wandmalereien und das aus der Gründerzeit stammende Mobiliar. Hervorzuheben sind ein Flügel des kaiserlichen Hoflieferanten sowie eine kostbare neobarocke Sitzgarnitur aus Nussbaumholz. Wie viel Wert man auf angenehme Stimmung legte, wird aber am besten an einer kleinen Säule deutlich, mit der man die Zimmerluft verbessern konnte. Man füllte sie mit duftenden Blüten. Die Fabel Das Milchmädchen und der Milchtopf des französischen Autors La Fontaine wurde erstmals 1678 veröffentlicht. Erzählt wird die Geschichte einer Bäuerin, die sich auf dem Weg zum Markt vorstellt, was sie von dem Erlös ihrer Milch alles kaufen könnte. Küken, die sie aufzieht und auf dem Markt um Ferkel eintauscht, Schweine, die ihr den Ankauf von Kuh und Kalb ermöglichen, so dass sie nach und nach eine wohlhabende Frau würde. Doch in Gedanken versunken stolpert sie und der Topf zerbricht. Damit ist ihr Lebenstraum auf immer zerstört und das Milchmädchen hat sich wie alle Menschen, die zu viel wollen, als Närrin erwiesen. Die graziöse Gestalt der jungen Milchfrau Perrette, die das Zerbrechen ihres Milchkrugs beklagt,
besticht durch eine lyrisch-wermütige Stimmung. In melancholischer Haltung hat sie den sorgenschweren Kopf auf eine Hand gestützt. Das Milchmädchen gilt als eines der besten Bildwerke der russischen Kunst im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Die Originalskulptur befindet sich weiterhin im Park der Sommerresidenz der russischen Zaren bei St. Petersburg. Die Milchmädchenrechnung ist in Anlehnung an ein Gedicht allerdings erst im 20. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum aufgekommen und steht seitdem für eine naive Rechnung, die nicht aufgehen kann. Die Büste zeigt Heinrich Rüdiger von Ilgen, der von 1719 bis 1728 Besitzer des Britzer Gutshauses war. Als Geheimer Rat und Staatsminister leitete er mehr als 30 Jahre lang die preußische Außenpolitik und war einer der wichtigsten Berater des Königs Friedrich Wilhelm I. Er organisierte 1716 den Transport des Bernsteinzimmers nach St. Petersburg. Als Graf von Herzberg Mitte des 18. Jahrhunderts den Gutshof bewirtschaftete, arbeiteten bis zu 200 Personen hier auf dem Gutshof. Leider sind nur wenige Spuren aus dieser Zeit erhalten. Die Architektur des Gutshofes geht auf Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Die Längsbauten zu beiden Seiten des Hofplatzes dienten als Stallungen für Nutztiere. Hier sieht man noch den alten Schornstein der alten Spritbrennerei. Das Hauptgebäude wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen. Er ist ein Überbleibsel des ersten bürgerlichen Besitzers Johann und zeigt die Entwicklung vom bäuerlichen zum industrialisierten Gut im 19. Jahrhundert. Die Spritbrennerei diente als zusätzliche Einnahmequelle neben der Seidenfabrikation. Johann entstammte einer angesehenen Berliner Seidenfabrikantenfamilie. Das Schweizer Haus und der im Sommer üppige Blumengarten hoben sich deutlich von den übrigen Nutzflächen des Gutshofes ab. Der sich unmittelbar anschließende Kuhstall wurde wahrscheinlich unter Johann errichtet und später unter Frede erweitert. Auf Gut Britz befinden sich bis heute Ziegen, Schafe, Rinder, Gänse und Pferde. Es handelt sich um alte typische Nutztierrassen, die das ganze Jahr auf der Koppel gehalten werden und vor rund 100 Jahren das Bild landwirtschaftlicher Betriebe prägten. Unter Friedrich dem Großen wurde mit Nachdruck die Anpflanzung von Maulbeerbäumen forciert, die als Nahrungsgrundlage für die Seidenraupe dienten. 1788 richtete der Monarch die Land- und Seidenbaukommission ein, um die Seidenproduktion in Preußen zu fördern und sich von Importen unabhängig zu machen. Die Aufsicht über diese Kommission wurde Graf von Herzberg übertragen, der auf seinem Gut Britz mehr als 1000 Maulbeerbäume anpflanzen ließ. Die gewonnene Seide wurde zu kostbaren Stoffen für Bekleidung, Vorhänge und die Bespannung der Wände im Gutshaus verarbeitet, was den Familien der Landarbeiter in der kargen Winterzeit ein zusätzliches Nebeneinkommen verschaffte. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun viel Spannendes über das Schloss Britz erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!